Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt beim YouTube-Kanal der V8 Lounge. Heute gibt es ein kleines Update, hier mal wieder aus der Werkstatt. Und zwar zeige ich euch, wie wir hier bei dieser Corvette hier hinter mir die Zündkerzen wechseln. Das ist auch wieder ziemlich speziell. Mein Praktikant, der Christian, der hilft mir heute dabei. Hi. Der ist auch dabei. Er sieht auch schon gut aus, als hätte er ein paar Stunden hier im Motorraum verbracht. Das Ganze ist leider auch so, weil das ziemlich, ich kann mal versuchen, die Kamera hier entsprechend hinzuhalten. Manchmal bei den Zündkerzen einfacher ist, das Ganze von unten zu machen. Manchmal ist das besser von oben zu machen. Das kann man nie so genau sagen. Das ist im Vorfeld, muss man jeweils einzeln von jeder einzelnen Zündkerze abhängig machen. Aber das Ganze ist nicht so einfach, wenn die Kerzen dann so wie hier aussehen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Die sehen schon aus, als wären die irgendwann im letzten Jahrhundert verbaut worden. Und dementsprechend ja, sind die Kerzenstecker schon ziemlich fest und eben auch ja, die Kerzen an sich auch schon ziemlich fest in den Gewinden dann festgegammelt. Da muss man ein bisschen Vorsicht walten lassen, weil sonst hat man nachher eine abgebrochene Zündkerze irgendwo im Block stecken. Ist natürlich auch nicht so schön. Deswegen kann ich eigentlich nur empfehlen, regelmäßig auch die Zündkerzen zu wechseln an eurem Fahrzeug. Am besten auch mit den Zündkabeln. Die Zündkabel sind auch oft ein Grund dafür, warum ein Fahrzeug dann nicht mehr korrekt läuft. Das heißt zum einen, weil ja halt die Zündung dann unterbrochen ist oder halt der Funken einfach auf den Block überspringt oder eben am Stecker eben auch kein richtiger Kontakt mehr da ist. Und das Fahrzeug hat dann einfach weniger Leistung, läuft unrund. Und deswegen ist es einfach sinnvoll, ab und zu auch da nach den Zündkomponenten zu schauen. Ja, hier sind noch ein paar Fahrzeuge zu sehen. Das eine ist eine 74er Corvette. Hier, die ist aus erster Hand. Die ist aktuell im Bestand. Die steht auch zum Verkauf. Die findet ihr auf der Homepage von mir. Ein interessantes Fahrzeug, weil die, wie gesagt, aus erster Hand vom Erstbesitzer gekauft wurde, der das Fahrzeug jetzt verkauft hat. Der ist jetzt inzwischen in Rente, ist in Florida. Ich habe noch eine komplett originale Innenausstattung und auch einen komplett originalen Innenraum. Sehr interessant, findet man sehr selten in diesem Zustand und eben wie gesagt aus erster Hand auch sehr selten. Dann derzeit im Bestand noch eine C4 ZR1, die steht hier. Die hat sicherlich der ein oder andere auch schon gesehen. Das ist ein 91er Modell, rot-rot. Und dann habe ich noch ein Fahrzeug, welches ja, ein Chrommodell ist von der C3. Das ist eine 1970er und die steht aktuell auf dem Hauler. Ist jetzt nicht kaputt oder so, nicht, dass ich die hätte abtransportieren müssen, aber die ist hier aktuell drauf und auch in sehr gutem Zustand. Ist außen blau, innen schwarz und kann auch hier vor Ort angeschaut werden. Dann hole ich die natürlich runter vom Fahrzeug und dann können wir uns die gemeinsam anschauen. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr hier vorbeischaut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal in der V8 Lounge. Ciao!